Sebastian hat nicht den Hauch einer Ahnung, dass sein Vater todkrank ist. Er weiß von nichts? Nein, offensichtlich ist nur Elisabeth eingeweiht. Wir müssen dieses Wissen nutzen. Wir müssen unseren Vorteil daraus ziehen. Die Firmenspitze von Landstein Enterprises war nie angreifbarer als jetzt. Der ideale Zeitpunkt für einen Angriff. Bella, ich wollte mich bedanken wegen des Portemonnaies und dass du es vorbeigebracht hast. Ja, hör zu, ich weiß, ich habe gesagt, ich komme ins Schneiders, aber... Du hast es dir anders überlegt. Bella, ich weiß, du bist enttäuscht, wenn plötzlich jemand auftaucht und deine Mutter sein will und dann bin auch noch ich es. Okay, war's das? Du hast das Foto aus dem Portemonnaie genommen, oder? Es war das einzige von uns beiden. Ich hab's weggeschmissen. Es hat mir viel bedeutet. Warum? Weil es deine Lebenslüge so detailgetreu abgebildet hat? Nein. 1000 Gelegenheiten und nur Lügen. Du warst doch in Wahrheit froh, dass mir Frau von Anstetten noch dieses Märchen von Ute Berger als meiner Mutter aufgetischt hat. Ich war nicht froh. Du weißt doch überhaupt gar nicht, was das ist. Eine Mutter. Ich hatte eine. Und auch wenn sie mich nicht geboren hat, sie war immer für mich da. Du warst nirgendwo. Weil du zu feige für alles warst. Du hast recht. Ich war zu feige und hab versagt. 27 Jahre lang, bis heute. Aber als ich dich gesehen habe, nach all den Jahren, mein Kind, da habe ich mich furchtbar geschämt von mir selbst, aber ich habe auch begriffen, dass ich dich liebe und für dich da sein möchte. Hier und heute. Wenn du mich lässt. Aber wie es aussieht, komme ich 27 Jahre zu spät. Kimi, jemand zu Hause? Du hast gerade die Entwürfe für die Bademoden auf den Stapel mit den Abendkleidern sortiert. Mensch, lass dich doch von Ricardo krank schreiben. Geh nach Hause, zieh die Decke über den Kopf und schlaf dich so richtig aus. Also bin ich an deiner Stelle. Bist du aber nicht. Wie von einem anderen Planeten. Emilio, sie dachte, sie stirbt da unten im Keller. Ist doch klar, dass die Nerven da ein bisschen flattern. Aber das wird doch so schnell nicht vorbeigehen. Ja, aber ich will sie doch nur glücklich machen. Und nun zum Kapierst du? Highlight Die unserer ganze- Kuba-Woche. Die 5 beweglichsten, knackigsten, heißesten Seid ihr Jungs endlich? sind in Und Düsseldorf. Tino, die Damen? Sei leise. Also Leute, heute Abend im Tanzwerk, frisch aus Havanna, die New York Cubanos. Ah, nicht schon wieder. Die Dance-Combo bringt den Sommer zurück in die Stadt.
Ihr hört jetzt einen Song, zu dem sogar die Jungs ihre Hüften kreisen lassen. Da müssen wir hin. Die sind nicht nur endpeinlich, die sind auch endgeil. Aber ihr wisst schon, dass die sind schwul. Also wisst ihr, was ich nicht glauben kann? Dass ihr durchdreht, nur weil 5 Spacken aus Entenhausen sich ein bisschen Öl in die Haare schmieren und einen auf Latino machen. Ich bin übrigens echter Latino. Ja. Ja, aber die sind irgendwie echte. Natürlich ist die Vorstellung der New York Cubanos seit Wochen ausverkauft. Oh, das ist jetzt aber schade. Aber wir haben eine gute Nachricht für alle, die kein Ticket mehr bekommen haben. Wer in der nächsten halben Stunde bei uns anruft und 3 Fragen rund um Kuba richtig beantwortet, bekommt 2 Karten von uns. Ja, da müssen wir anrufen. Wir haben einen Termin bei Clarissa. Jetzt. Hey, wir können dann andermal hin, versprochen. Das ist Pech. Das ist sozusagen auf den letzten Meter vorbeigeschrammt. Vielleicht können wir da doch noch was drehen. Bitte was? Ihm hier... Wer hätte gedacht, dass der Alte so schnell abtritt? Ludwig wirkte sichtlich geschwächt. Wenn es so weitergeht, muss ich bei Lisbeth unterhaken. Oder er braucht einen Rollator. Jetzt schauen Sie doch nicht so traurig. Noch ist er ja am Leben. Jedenfalls wissen nur Sie, ich und Lisbeth davon, dass er wieder an Krebs erkrankt ist. Die Frage ist, wann er die Bombe platzen lässt. Keine Angst, ich bin ein harter Knochen. Das weiß ich. Und deshalb wirst du auch wieder gesund. Ich habe eine relativ gute Nachricht für Sie. Der Tumor ist nicht weiter gewachsen. Gut. Also, nichts gegen Ihre Küche, aber ich vermisse Frau Linse. Ich fürchte, auf die Künste Ihrer Köchin werden Sie noch ein Weilchen verzichten müssen. Sie haben eine Leukopenie entwickelt. Das heißt, dass Ihre Leukozyten einen kritischen Wert unterschritten haben. Eine relativ häufige Nebenwirkung Ihrer Therapie. Aber Medikamente kann ich doch auch zu Hause nehmen. Ganz so einfach ist das nicht. Wir werden das in den Griff bekommen, aber so lange hätte ich Sie hier gerne unter Beobachtung. Am besten, Sie besprechen das unter 4 Augen. Ich kann nicht hier bleiben. Was soll ich den Kindern sagen? Die Wahrheit. Eins ist jedenfalls klar. Ludwig wird die Geschäfte für seinen Nachfolger regeln, bevor er verkündet, wie krank er wirklich ist. Solange er dazu noch in der Lage ist. Eben. Und deswegen sollten wir bei unserer Strategie der diffusen Destabilisierung des Gesamtsystems bleiben. Die Nebelkerze hier, ein paar zusammenbrechende Bilanzen da. Und seine räudige Mischpoke wird sich so über die geeignete Strategie streiten, dass jede Gremiumssitzung zum Desaster wird. Der arme Ludwig wird gar nicht wissen, welches Feuer er zuerst löschen soll. Und dann komme ich als Feuerwehrmann ins Spiel. Ich will, dass du wieder gesund wirst. Und alles, was dabei helfen kann, das sollten wir tun. Gib mir das Telefon. Das Einzige, was uns jetzt noch dazwischen kommen könnte, wäre, dass Ludwig seiner Mischpoke doch schon von seinem Tumor erzählt. Wieso beruft Sebastian eine außerordentliche Sitzung des Gremiums ein? Ich hoffe bloß, dass jetzt nicht das passiert, worüber wir gerade gesprochen haben. Der Alte wird geschwätzig. Ich war gerade Weihnachtsgeschenke einkaufen. Und dir habe ich auch was mitgebracht. Mal hier. Die magst du doch so gerne. Gebrannte Mandeln. Die liebe ich. Ist alles okay bei dir? Ach, Olli, ich habe den Eindruck, obwohl ich es gar nicht vorhatte, dass ich Bella doch überfordert habe. Sie wurde in den letzten Wochen ganz schön durchgeschüttelt. Ja, ich weiß. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr beide euch wieder versteht.
Moment. Mama. Oh, du hättest ruhig dran gehen können. Ach, sie wollte mich bestimmt nur daran erinnern, dass ich die Bude auf Vordermann bringe, bevor sie kommt. Kennst sie doch. Ihr zwei habt dann ja bestimmt auch jede Menge zu besprechen. Ach, Olli, ich weiß das gar nicht. Guck mal, Bella hat mir unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie kein Teil von meinem Leben sein will. Und wie die Dinge liegen, muss ich mich damit abfinden. Macht es denn da überhaupt noch Sinn, deine Mutter so zu verletzen? Ja. Weil sie die Wahrheit verdient hat. Und außerdem ist Bella meine Schwester. Ich will, dass Mama das weiß. Hat sie dir denn schon gesagt, wann sie kommt? Morgen. Morgen. Naja, dann ist eben morgen der Tag der Wahrheit. Kein Problem. Vielen Dank. Ist denn alles klar bei dir? Ja, sicher. Was machst du dann mit Charlie auf dem Klo? Gute Frage. Ich schaff's einfach nicht, sie runterzuspülen. Oh, das ist doch gut. Was ist denn daran bitte gut? Das ist die Frau, die plötzlich meine Mutter sein will, obwohl sie mich nie haben wollte. Naja, aber die Situation, die war damals doch sicherlich für alle Beteiligten ziemlich komplex. Damals. Jetzt ist meine Situation auch kompliziert. Klar. Charlie hat dich angelogen. Aber wie lange? Vielleicht ein paar Wochen. Dein Adoptivvater hat dich dein ganzes Leben lang belogen. Also ich glaube ja eher, dass du auf Charlie so anti reagierst, weil du Angst hast, ihm böse zu sein. Wieso das denn? Naja, vielleicht ist es einfach einfacher, die ganze Wut auf Charlie zu lenken, als zu akzeptieren, dass die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Bella, du kannst die Dinge nicht ändern. Also hack sie ab. Schau nach vorn. Du hast doch keine Ahnung. Aber ich habe Augen im Kopf und ich sehe, dass du Charlie gerne kennenlernen möchtest. So richtig kennenlernen. Hast du irgendeine Ahnung, um was es geht? Keine Ahnung. Es wäre aber wichtig, Kim. Ja, okay, ich sag deinem Vater Bescheid, dass er deine Stimme abgeben kann. Ansgar, ich finde, du siehst irgendwie blass aus. Giganten scheint die Sonne, meine Liebe. Schön, dass ihr alle die Zeit gefunden habt. Es gibt wichtige Neuigkeiten. Hallo. Vater. Elisabeth hat euch erzählt, dass ich geschäftlich in Frankfurt bin, aber das stimmt nicht. Ich bin im Krankenhaus. Ist es was Ernstes? Was passiert? Nein, nein, ich habe Nierenstein. Schmerzhaft, aber harmlos. Trotzdem muss ich ein paar Tage hier bleiben. Ich möchte, dass ihr vorübergehend Sebastian zum Vorsitzenden wählt. Unterrichtet mich bitte über das Abstimmungsergebnis. Ja, ich bin dafür. Hagen? Dafür? Auch dafür. Du wirst es großartig machen. Also 7 Stimmen dafür. Aber natürlich werden wir kein einstimmiges Ergebnis haben. Ansgar, wenn ich dich um die Abgabe der Stimme für Kim und für dich bitten dürfte. Ihr werdet es kaum glauben, dafür. Das ist schon blöd, wenn man keine Wahlmöglichkeit hat, oder? Ja, mag sein. Abgesehen davon geht es mir genau wie euch natürlich darum, Wege aus dieser Krise zu finden. Hört, hört. Hoffen wir doch einfach mal, dass diese
Nierensteine den alten Herrn nicht allzu lange außer Gefecht setzen, nicht wahr? So, das muss jetzt mal klappen hier. Ey, das gibt's doch nicht. Schon wieder besetzt, ey. Und wir begrüßen unseren nächsten Kandidaten. Hallo? Hallo, hier ist Franziska Fuchs. Also, Franziska, los geht's. Ich sag dir, wenn diese Franziska Fuchs jetzt kommt. Mir, Jung, bleib doch mal ruhig. Wie heißt die Hauptstadt von Kuba? Das ist doch nicht deren Ernst. Wie simpel ist diese Frage denn? Franziska, bist du noch da? Ja, klar, ja. Also, Libre? Und tschüss. Knapp daneben, Franziska. Schade. Und die Leitungen sind wieder frei für den nächsten Anrufer. Ey, schon wieder besetzt? Das gibt es doch gar nicht. Hast du eine Ahnung, wie viele Leute da jetzt gerade anrufen? Ja gut, da hast du recht. Dann müssen wir halt unsere Chancen irgendwie erhöhen. Was soll ich denn sagen? Ich weiß, wie ich sagen soll jetzt. Hallo, Ulla. Hallo. Hey, Olli. Mach was, egal was, aber lenk mich von diesem Albtraum hier ab. Ist Bella nicht da? Nee, leider nicht. Aber es gibt Neuigkeiten. Meine Mutter hat angerufen. Nein. Aber sie will noch mal mit Charlie reden. Wer? Nicht deine Mutter. Bella. Kuckuck. Bella. Hast du kurz Zeit? Ich würde gerne mal mit dir sprechen. Ich habe immer Zeit für dich. Aber ich kann auch später wiederkommen. Nein, das schafft Luca schon alleine. Komm, wir setzen uns darüber. Da haben wir ein bisschen Ruhe. Möchtest du einen Espresso? Nein. Was du vorhin gesagt hast. Charlotte. Henriette. Schaust du mich denn an wie ein Gespenst? Dann will Charlie also deiner Mutter stecken, dass sie mal mit deinem Vater... Dass sie ein Kind haben. Bella. Krass. Naja, aber irgendwie auch ein gutes Timing. Charlie will meiner Mutter rein Wein einschenken. Bella geht von sich aus einen Schritt auf Charlie zu. Vielleicht wird ja doch noch alles gut bei den beiden. Und deine Mutter? Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihr, aber irgendwie kann sie einem schon leid tun. Und ehrlich gesagt will ich auch nicht dabei sein, wenn sie alles erfährt. Papa war immer ein Heiliger für sie. Jedenfalls habe ich gedacht, wenn Oliver schon Heiligabend unbedingt nach England muss, dann komme ich halt 2 Tage früher. Ja, natürlich. Wie gesagt, ich kann auch später wiederkommen. Oh, entschuldigt, ihr wart mitten im Gespräch und ich platze einfach dazwischen. Das ist kein Problem. Willst du uns nicht vorstellen? Ja, natürlich. Bella, das ist meine Schwester Henriette, Ollis Mutter. Das habe ich mir schon gedacht. Sie kennen meinen Sohn? Kann man so sagen. Und Sie sind? Bella. Bella ist eine Mitbewohnerin von Olli. Und die Mitbewohnerin muss jetzt gehen. Bella. Besonders höflich ist die junge Dame aber nicht. Ach ja, Henny, weißt du was, ich gebe dir die Schlüssel und du fährst schon mal in die Wohnung, ja? Ich komme danach, so schnell es geht, und dann reden wir in Ruhe. Du hast ihr versprochen, mit ihr ins Kino zu gehen, oder was? Das ist Ulla. Nein, ich habe ihr nicht versprochen, dass ich mit ihr ins Kino gehe. Ich habe ihr versprochen, dass du mit ihr ins Kino gehst. Sag mal, bist du bescheuert? Jetzt gib mir lieber durch, wie das Ding hier funktioniert. Na gut, pass mal auf. Drücken Sie 3-mal die Raute-Taste, bis Sie den Quittungston hören. Woran erkenne ich denn den Quittungston? Danach drücken Sie 2-mal die Sterntaste und wählen über die Kombination M plus interne Anschlussnummer plus... Jetzt mach doch mal nicht so plus, schnell. Ich muss mit Ulla ins Kino gehen. Ja, musst du. Das letzte noch. Plus Raute, plus Sterntaste, den nächsten Apparat dazu und dann... Genau. Ja, die machen das extra so kompliziert, um die Leute in den Wahnsinn zu treiben. Aber es funktioniert. Jetzt müssten theoretisch gerade alle Telefone bei dem Sender anrufen. Ich begrüße den nächsten Anrufer in der Leitung. Mit wem spreche ich? Emilio Ambrosio, Casimiro und Lucenzo Sanchez, hallo.
Dann legen wir mal los, Emilio. Bist du bereit? Ja. Okay, Emilio. Kuba ist unter anderem bekannt für seine Cocktails. Nenne mir ein berühmtes Beispiel. Ich könnte ihn ja glatt 10 nennen, aber Cuba Libre. So ist es. Tja, ich bin halt ein Profi. Ich könnte Ihnen sogar sagen, wie man den besten Cuba Libre zubereitet. Alter, ey. Bitte. Entschuldigung. Schauen wir mal, ob du in der Landwirtschaft auch so bewandert bist. 1960 wurde der Tod einer Milchkuh in Kuba betrauert. Unter welchen Umständen kam die Unglückliche ums Leben? Tja, an der Stelle möchte ich... Also es war eine traurige Geschichte, das mit der Kuh in Kuba. Die ist gestorben. Genau. Und ich will jetzt von dir wissen, woran? Mit einem Schlag gegen den Kopf. Erschlagen. Die ist erschlagen worden. Mit einer... Von einer Rakete. Von einer Weltraumrakete. Erschlagen von einer Weltraumrakete. Bingo, so ist es. Okay, Emilio, kommen wir zur letzten Frage. Die ist zugegebenermaßen auch etwas knifflig. Eine der beiden Hauptreligionen auf Kuba ist der Katholizismus. Ich möchte jetzt von dir wissen, welchen Schutzheiligen bittet man um Hilfe, wenn man etwas verloren hat? Hallo? Welchen Schutzheiligen bittet man um Hilfe, wenn man etwas verloren hat? Antonius von Padua. Richtig, gratuliere. Du hast die beiden Tickets für die New York Cubanos gewonnen. Vielen Dank fürs Mitspielen und viel Spaß heute Abend. Ja, dann Dankeschön. Mach's gut. Entschuldigung, geht euer Telefon auch nicht? Ludwig hat Sebastian als seinen Nachfolger benannt. Wie geht's weiter? Ich werde Sebastian vor Ludwig diskreditieren, bis der einsieht, dass es für ihn nur einen würdigen Nachfolger geben kann. Ja, und ansonsten werde ich dafür sorgen, dass nach und nach eine Sparte nach der anderen verschwindet, bis nur noch die Bank übrig ist. Und das Gremium, in dem jeder eine Stimme hat? Sie werden alle danach schreien, die alten Sparten wieder zu belegen. Ja. Es sei denn, das Gremium wird vorher abgeschafft. Das Gremium abschaffen? Abschaffen. Und der Einzige, der das tun kann, ist Ludwig. So, ich muss los und hol die Karten. Ey, Kim flippt aus, wenn ich hier die gebe. Emilio, wenn meine Freundin morgen von mir auch verlangt, dass ich für sie tanze, dann haben wir beide gewaltigen Ärger, okay? Alles klar. Haben wir uns verstanden? Ja. Ich wollte nur kurz meine Tasche holen. Der hat ja gute Laune. Findest du? Ja, und du auch. Ich? Ach, das ist so ein Quatsch. Ich kenne das Gesicht. Irgendwas habt ihr zwei doch vor. Leo, also jetzt mal ganz ehrlich, was sollen Emilio und ich denn bitte vorhaben wollen? Wir zwei hatten doch gesagt, dass wir keine Geheimnisse mehr voneinander haben. Ich habe keine Geheimnisse. Hör auf, so zu gucken, das ist unfair. Leo, ich habe Emilio versprochen, dass ich nichts sage. Er muss ja gar nicht erfahren, dass ich es weiß. Leo, ey. Timo, Ja. komm schon. Du weißt doch, dass ich Geheimnisse für mich behalten kann. Okay, aber nur wenn du wirklich versprichst, dass du nichts sagst, okay? Die Tür ist zu. Bella. Charlie ist sowas von feige, wirklich. Ich könnte ausrasten. Ah, Olivers Mitbewohnerin. Olli, Besuch. Olli ist im No Limits. Ach, der Herr Fritsche, Sie sind also auch noch da. Ja, hallo, Frau Sabel. Warum auch nicht? Ja, würden Sie mich vielleicht trotzdem reinlassen? Warum? Weil es die Wohnung meines Sohnes ist. Ja, und der ist gerade nicht da. Ehrlich gesagt verstehe ich überhaupt nicht, warum Oliver sich ständig solche Mitbewohner in die Wohnung holt. Was wollen Sie denn damit sagen? Sie sind unhöflich und schlecht erzogen. Würden Sie jetzt bitte gehen? Bella, ganz ruhig. Ich werde mich wohl mal mit meinem Sohn unterhalten müssen. Machen Sie das, der lügt Sie bestimmt nicht an. Warum sollte er das auch tun? Du, Bella, jetzt mal ganz Andi, langsam. ich habe wirklich keinen Bock mehr, noch länger so zu tun, als wäre ich nur Ollis Mitbewohnerin.
Ach ja, und wer sind Sie dann? Frau Sabel, vielleicht wollen Sie einfach noch mal in einer halben Stunde wiederkommen? Ich bin Ollis Halbschwester. Leo, kannst du mal mit dem Gezappel aufhören? Das nervt. Okay. Mann, das ist so blöd. Jetzt sind die New York Cubanos einmal in der Stadt und wir haben es nicht auf die Reihe bekommen, Tickets zu besorgen. Mhm. Blöd. Ist irgendwas. Was soll denn sein? Also vorhin warst du noch genauso frustriert wie ich, weil wir nicht aufs Konzert können. Jetzt zappelst du hier die ganze Zeit so rum und grinst. Mann, jetzt sag doch mal. Du musst mir versprechen, dass du gleich total überrascht bist, wenn Emilio kommt. Ja, wenn du mir sagst, worüber. Das ist nicht dein Ernst. Emilio hat die Tickets für uns gewonnen. Oh mein Gott, das ist ja der... Die Karten sind weg, Alter. Vergiss es, die sind hier irgendwo, ganz ehrlich. Am besten fragst du noch mal deinen großartigen Antonio von was weiß ich. Ja? Antonio von Padua, bitte, bitte, bitte hilf mir, die Karten zu finden. Was? Gib mir ihm doch mal 1 Minute Zeit. 1 Minute? Ja. Und nach einer Minute machen wir die Augen auf und auf einmal sind die Karten da, oder was? Emilio, ich helfe dir mal ganz kurz. Ich helfe dir mal kurz hier vom Fahrrad. So. Na? Alles klar? Du hast echt schicke Stiefel, Mann. Ja. Und die stehen aus Versehen, ich weiß es nicht mit Absicht, aber auf meinen Karten nicht. Ich nehme die mal weg. Ich lasse lieber da. Also nicht so ungut. Wird wahrscheinlich auch nicht mitkriegen, wenn ich so groß wäre wie du, was hier unten abgeht. Du stehst wohl auch auf die New York Cubanos, hä? Pass auf, das ist nämlich so. Wir würden dir die Karten wirklich gerne schenken, aber unsere Mädels machen uns zu Hause die Hölle heiß, wenn wir mit leeren Händen zurückkommen. Ja, komm schon, du weißt ja, wie das ist. Du hast ja bestimmt ein großes Herz. New York Cubanos am Marsch! Schönen Tag noch. Ich hasse Krankenhäuser. Ich habe so gehofft, dass wir Papa nie wieder dort besuchen müssen. Ich weiß. Aber zum Glück sind es ja nur Nierensteine. Das sah echt schlecht aus. Ich glaube auch, dass er höllische Schmerzen hat. Aber hey, unser Vater ist ein Kämpfer. Mhm. Kommst du mit in die Küche? Schokotorte? Geh doch schon mal vor. Und lass mir was übrig. Dieser Strauß ist lächerlich. Wen willst du damit beleidigen? Ist es das, was ich denke? Krankenhaus. Ich will ins Krankenhaus. Schwestern anbaggern? Ich bin ein besorgter Verwandter und als solchem ist es mir sehr wichtig, wie es deinem Vater geht. Mein Vater braucht seine Ruhe. Wie kommst du denn darauf, dass ausgerechnet ich sie ihm nehmen will? Ob du es glaubst oder nicht, mir ist sehr am Wohlergehen deines alten Herrn gelegen. Und dir hoffentlich auch. Auch wenn vielleicht dein neuer Job dabei flöten geht. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Na ja, Luca, danke. Und ich habe mir noch mal überlegt, die Strebins setzen Sie doch an einen Extratisch. Die haben doch so ein Faible für Romantik. Okay, mit Kerzen und Ja, ja, allem ja. Schnick und Schnack. Hey, diese unverschämte Person. Du glaubst ja gar nicht, was ich mir gerade anhören müsste. Von wem redest du denn? Von Olivers Mitbewohnerin, diese Bella. Was ist mit ihr? Sie hat doch allen Ernstes behauptet, Wolfgang wäre ihr Vater, mein Wolfgang. Ja, so habe ich auch reagiert.
Warum erzählt diese Person mir so ein Märchen? Was habe ich ihr getan? Das ist doch eine ungeheuerliche Lüge. Henny, jetzt beruhigst du dich und setz dich erst mal hin. Charlie, jetzt sag, dass das nicht wahr ist. Doch, Henny, es ist wahr. Du hast es die ganze Zeit gewusst. Warum hast du nicht mit mir geredet? Henny, Du weißt, wer es ist. Stimmt's? Du musst es mir sagen. Wer ist diese Frau? Na, so viel Mitgefühl hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Mitgefühl? Tut mir leid, ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen, wieso du es dir hier wegen einer Lappalie wie Nierenstein im Bett bequem machst. Wir stecken mitten in der Krise. Was ist dein Beitrag dazu? Erst schweigst du irgendwo im Kloster und danach erholst du dich hier von deinem Urlaub. Hast du eine Ahnung, was passiert, wenn das publik wird? Ansgar, Ich bin an deinen Ausreden auch gar nicht interessiert. Ganz offensichtlich ist es dir ja wichtiger, dass hier ein Haufen Krankenschwestern und deine Frau um dich rumflattert. Ehrlich gesagt, ich dachte, dir liegt was an der Firma. ...21, 22, 23, 24... Ding Dong. Zweite Runde. Es tut mir leid, da bin ich wohl eben ein wenig übers Ziel hinausgeschossen. Ach, was Sie nicht sagen. Was sollte dieser Auftritt? Ich mache mir eben Sorgen, nicht nur um die Firma, auch um dich. Um mich? Also, das überrascht mich jetzt. Also wie gesagt, es tut mir leid, ich lasse dich jetzt besser in Ruhe. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das sind wirklich nur die Nierensteine? Natürlich, warum fragst du? Keine Ahnung, du siehst ziemlich abgespannt aus in letzter Zeit. Seit du aus China wieder da bist. Mir geht es gut. Wahrscheinlich rumoren die Steine schon etwas länger. Ja. Eine gute Besserung. Und beeil dich. Weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, dann... Ich habe gespürt, dass Wolfgang mit den Gedanken ständig woanders ist, bei einer anderen Frau. Aber ich habe nie gefragt, weil ich Angst vor der Antwort hatte. Charlie, du bist meine Schwester. Du musst es mir sagen, wer? Wer war sie? Ich war's. Also Ollis Mutter die Wahrheit an den Kopf zu knallen, war echt keine Glanzleistung von dir. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt? Natürlich nicht. Trotzdem finde ich, wir hättest es Charlie überlassen sollen. Und wann soll das bitte gewesen sein dann? Am St. Nimmerleinstag? Die hat mich total verleugnet im Schneiders. Also so wie du mir davon erzählt hast, klang das für mich eher so, als ob sie einfach überfordert war. Ja, super, das ist sie doch immer bei dem Thema. Nein, 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 die Wahrheit ist raus und das ist auch gut so. Nee, ist es nicht. Du wolltest nämlich eigentlich Charlie eins reinwürgen, weil du sauer auf sie warst. Jetzt bleib doch mal stehen. Und wenn schon. Wen hast du damit verletzt? Ollis Mutter.
Die kann genauso wenig dafür, dass die beiden was miteinander hatten wie du. Jetzt mal echt. Henny, es tut mir so leid. Weder Wolfgang noch ich wollten das. Es ist einfach passiert. Wie konnte ich nur so blind sein? Und dieses Mädchen? Nach ein paar Monaten wurde ich schwanger und als Wolfgang begriffen hat, was das bedeutet, hat er mir Geld gegeben für eine Abtreibung und hat sich von mir getrennt. Verdammt, jetzt tu nicht so, als hättest du ihn geliebt. Wie konntest du mir sowas antun? Wir sind Schwestern und was machst du? Kriegst ein Kind mit meinem Mann? Henny, ich habe mein Kind weggegeben, damit du nichts erfährst und deine Ehe weiterführen kannst. Weißt du, was das für mich bedeutet hat? Ich war immer die graue, langweilige Maus und du die mondäne, erfolgreiche Galeristin, die sich von irgendwelchen Künstlern im Cabrio nach Südfrankreich fahren lässt. Aber in Wirklichkeit bist du nur ein billiges Flittchen, das sich verheirateten Männern an den Hals wirft. Und jetzt? Ich glaube, das weißt du selbst am besten. Komm, guck mich nicht so an. Ich sag Olli einfach Bescheid, dass seine Mutter wie eine wild gewordene Furie durch Düsseldorf tobt. Und du tust, was du tun musst. Hey. Du bist der beste und coolste und wundervollste Mann der Welt. Ja, und warum genau? Ich weiß, ich habe eigentlich Leonie versprochen, dass ich so tue, als würde ich vor Überraschung aus den Latschen kippen, dass du uns die Tickets besorgt hast. Aber ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Du, Kim, Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich darüber bin. Wirklich. Oh mein Gott, ich freue mich so auf die New York Cubanos. Oh. Danke, du Kartoffel. Sag mal, was soll der Scheiß? Mann, Leo hat gesagt, dass sie Kim nichts erzählt. Sie hat's versprochen. Ja, nur leider kann deine Freundin genauso wenig wie du die Klappe halten. Kim weiß jetzt Bescheid und freut sich wie Bolle. Ja. Und du hast Kim nicht gesagt, dass die Tickets weg sind? Man soll beobachten, wie das schönste Lächeln vom Planeten aus ihrem Gesicht entweicht, oder was? Und was willst du jetzt machen? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nur eine Sache. Kim bekommt ihre Show und egal, was ich machen muss, du hilfst mir dabei. Oh. Ja? Wolfgang hat dich geliebt, Henny. Ich war für ihn doch nur ein Abenteuer. Henny, er wusste ja noch nicht mal, dass es Bella gibt. Hallo. Bella. Ich wollte mich entschuldigen, dass ich Sie mit der Nachricht so überfahren habe. Das war nicht in Ordnung. Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man herausbekommt, dass man all die Jahre belogen und betrogen wurde. Sparen Sie sich Ihr lächerliches Mitgefühl. Und wagen Sie es nicht, sich mit mir auf eine Stufe zu stellen. Glauben Sie im Ernst, es interessiert mich, was Sie mir zu sagen haben? Ausgerechnet Sie? Henny, bitte. Wenn mein Mann und meine Schwester auch nur einen Funken Anstand im Leib gehabt hätten, dann... Was dann? Das Beste wäre gewesen, Charlotte hätte auf meinen Mann gehört und sie wegmachen lassen. Henny, hör auf! Ich wünschte, es hätte sie nie gegeben. So redest du nicht mit meiner Tochter. To